bin dort in ihrer Wand drin, also in ihrer Brücke runtergehangen. Ich war schon fast am Schluss beim letzten Buchstaben. Dann habe ich hinter mir das Blaulicht. Ich so, Scheiße. Ich habe dann noch schnell den letzten Buchstaben fertig gemacht, abgeseilt, alles zusammengepackt. Und nachher bin ich auch durchs Gestrüpp dann dort weggesäckelt, habe mich noch versteckt, gewartet. Und nachher habe ich mich dann nach einer halben Stunde dann dort rausgewagt und bin nachher wieder heim. Also angefangen hat es so vor etwa 12 Jahren, einfach schon mit der Faszination an sich. Es ist bunt, es ist farbig, es ist an Stellen, wo du teils nicht erwartest. Es gibt auch einen gewissen Charakter, finde ich, wenn du eine Straße hast, wo es Graffiti hat, wo noch Tags dran hat. Aber trotzdem irgendwie auch so ein bisschen die Anarchie, die es mit sich bringt. Das finde ich ist eben auch der Reiz am Graffiti. Du tust wie aus dem System, aus dem geschützten System auch ausbrechen und du machst etwas auf eigene Faust. Amigs auch ein bisschen das System an der Nase herumführen. Da kommt auch ein bisschen Schauspiel noch rein, was du machst. Ja, ich habe dann mit einem Kollegen mich zusammengetan, sind ein paar Spraydosen gepostet und haben dann angefangen zu sprayen. Und es gibt nicht so viele legale Flächen in der Schweiz, wo man üben kann. Das heisst, man muss dann, also wir müssen nicht, aber man kann dann auch schnell mal ein bisschen zum Illegalen kommen. Aber schlussendlich kommst du halt in ein Umfeld rein, wo dich auch dazu bringt, wo dich mal mitnimmt. Und in der Crew am Abend ist 2-3 Mal in der Woche, zuerst in Beiz, in der Stadt, Neumitz. Und dann hast du deine Kanne vorbereitet und bist einfach mal durch die Straße, hast alles angemalt, was irgendwie möglich war. Es geht halt auch recht um Präsenz markieren. Und ja, das ist einfach, da gibt es eine Energie dann in dieser Crew, wo dann auch eben gemeinsam durchgesetzt wird. Und das pusht dich halt extrem. Ich kann dort dabei sein, ich kann dort zeigen, was ich kann und auch federführend sein bei gewissen Aktionen. Das ist halt schon auch ein ganz anderes Erlebnis, wenn du unter Zeitdruck malen musst, weil es ist einfach ein Rausch, wo du reinkommst. Und der Kick, der ist besser als 12 Kaffees nur Rex. Und du kommst dort fast besser in den Flow rein, weil wenn du legal malst, du machst einfach. Das muss einfach sitzen. Oder du musst am Schluss einfach sagen, so, jetzt ist gut, jetzt müssen wir weiter, jetzt müssen wir abhauen. Ich glaube, ich würde nicht mehr an eine Crew beitreten. Weil das Risiko wäre mir zu gross. Und weil ich eben teils halt mit dem sonstigen Alltag, mit meinem Leben auch vieles abgehauen. Und ich wollte einfach Private nicht schädigen. Das ist für mich wie so ein Kodex, den ich mir angeeignet habe. Weil die das amigs auch nicht vermögen oder sich wie auch mehr daran stören. Und ich habe mich auch so ein bisschen weg von dem entwickelt, so, zum sagen, ich will jetzt einen grossen Output haben, ich will überall Markierungen setzen. Meine Motivation, wenn ich selber male, ist mehr so ein bisschen auch die technische Entwicklung bei mir selber. Wie das mit den Buchstaben umgehe, wie ich mit der Farbe umgehe, meine Can Control. Dann brauche ich sicher noch schwarz, 2, weiß, das wäre noch geil. Ja, aktuell sieht es bei mir so aus, dass ich mich wie so ein bisschen, auch ein bisschen am Entfernen bin vom klassischen Graffiti. So ein bisschen das Konzept dahinter ist mir fast wichtiger. Sei es jetzt der Inhalt vom Sujet her oder die Art und Weise, wie es noch gemacht wird, von der Materialität her, vom Erscheinungsbild auch. Ich glaube, dort hat sich so meine Sicht auf das Ganze ziemlich weiterentwickelt.
Also ja, jetzt mache ich es eigentlich nur noch für mich. Natürlich mache ich es auch für alle, die meine Sachen anschauen. Ich will, dass es eigentlich eine gewisse Irritation auslöst bei den Betrachtern. Ob es nachher ein positives Erlebnis oder ein negatives Erlebnis für sie ist jetzt dahingestellt. Aber vielleicht ein bisschen mehr einen Denkanstoss geben mit der Kunst, die ich mache. Ich wollte wie etwas Gutes bewirken. Also was ich finde, wo sich unsere Gesellschaft soll hinbewegen soll. Mehr einfach auch im sozialen Gedanken. Dass man ein bisschen achtsamer sein soll mit den Menschen, dass man ein bisschen achtsamer sein soll mit der Natur. Und ich finde es einfach spannend, aktuelle Themen aufzugreifen und die Gedanken, die ich dazu mache, die auch teilen.